Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, hi, ich bin Leo und auf meinem Kanal Green Power Garden dreht sich alles um das effiziente Gärtnern zur Selbstversorgung und das auch noch in Bio-Qualität. Heute habe ich ein klitzekleines grünes Geheimnis für euch, das aber eine mächtig große Wirkung auf eure Keimlinge haben wird. Tomaten, die glauben, sie wären Bäume, und Gurken, die größer sind als mein Unterarm. Paprikafrüchte, die mit ihrer Größe alle Maßstäbe sprengen. Genau das ist unser Ziel. Ich zeige euch, wie ihr mit scheinbar nutzlosen Dingen, die sonst definitiv im Müll gelandet wären, die perfekte Erde für eure Sämlinge zaubert, die sie jetzt beim Pikieren oder Umtopfen so dringend brauchen. Denn eine gut gewählte Anzuchterde ist der Grundstein für ein starkes Wurzelwachstum und eine reiche Ernte am Ende der Saison. Also bleibt unbedingt dran, es wird revolutionär und ein bisschen verrückt. Die Suche nach einer guten, torfreien Anzuchterde kann wirklich ermüdend sein. Es scheint fast unmöglich zu sein, etwas Passendes zu finden, das nicht ein Vermögen kostet. Entweder gibt es torffreie Anzuchterde im Gartencenter gar nicht, weil die Hersteller offensichtlich noch nicht mitbekommen haben, welchen Schaden der Torfverbau eigentlich anrichtet, oder die einzige torffreie Anzuchterde, die man findet, ist einfach unbezahlbar, vor allem bei den Mengen, die ich eigentlich brauche. Und das ist besonders frustrierend, weil uns langsam die Zeit davon läuft. Die müssen langsam raus. Aber ich habe tolle Neuigkeiten. Mit ein paar simplen, aber genialen Zutaten werden wir eine Erdmischung mixen, die eure Pflanzen zu wahren Kraftpaketen heranwachsen lässt. Und das Beste dran, diese wunderbare, selbstgemischte Anzuchterde kostet euch keinen einzigen Cent. Wir starten mit der Herstellung einer Basiserde und dann zeige ich euch 4 unglaubliche Zutaten, die jede Basiserde in eine ausgewogene, luftige und optimal wasserdurchlässige Anzuchterde verwandeln werden, die auch den schwächsten und den hässlichsten Keimling zu seiner wahren Größe verhelfen wird. Beginnen wir mit der Basis für unsere perfekte Anzuchterde. Die Maulwurfshügelerde ist super für diese Zwecke geeignet. Sie ist im Vergleich zu Gartenerde und Kompost viel reiner und enthält weniger Unkrautsamen und ist fast frei von Schädlingen. Aber auch alte, ungedüngte Kübelerde ist für diese Zwecke wunderbar geeignet. Die Maulwurfshügelerde sammle ich im Herbst oder allerspätestens im Winter und lasse sie abgedeckt in Eimern draußen immer wieder durchfrieren und dann wieder auftauen, um den Schädlingen vorzubeugen. Die Pflanzkübel lasse ich einfach über den Winter auf dem Fensterbrett stehen und damit auch diese Erde mehrfach durchfrieren kann, um eben wieder den Schädlingen vorzubeugen. Aber es sind nicht nur Schädlinge, die wir uns mit dieser Erde ins Haus schleppen könnten, sondern auch Pflanzenkrankheiten, die unsere Pflänzchen schon jetzt oder erst später nach dem Auspflanzen ordentlich schaden können. Wie man die Erde auch von Pflanzenkrankheiten befreit, erzähle ich euch gleich. Zuerst schauen wir uns die Beschaffenheit unserer Erde an. So eine Basiserde aus Maulwurfshügeln oder alten Pflanzkübeln ist für unsere Keimlinge noch viel zu nährstoffreich. Wenn die Anzuchterde zu viele Nährstoffe enthält, werden die Wurzeln träge und strecken sich nicht aus, um mehr Nahrung zu suchen. Zudem kann je nach Standort die Erde zu lehmig oder zu sandig sein. Da lohnt es sich genau nachzuschauen. Ist eure Erde zu sandig, dann sollte man etwas Lehm hinzufügen. Ist sie zu lehmig, dann sollte man etwas Sand hinzufügen. Beides findet man zum Beispiel am Baggersee, Baugruben oder auch am Flussufer. Ihr müsst nur mit der zuständigen Behörde abstimmen, ob die Entnahme kleinerer Mengen okay ist. Nun gilt es, unsere Basiserde zu optimieren.
Wir machen sie lockerer und verbessern die Drainage, um den Keimlingen die bestmöglichen Startbedingungen zu bieten. Eine nährstoffarme, luft- bzw. wasserdurchlässige Anzuchterde hilft den Pflanzen, ein robustes und großes Wurzelsystem aufzubauen. Unsere Anzuchterde wird unsere Keimlinge motivieren, sozusagen aktiv nach Nährstoffen zu suchen und bietet gleichzeitig Schutz vor Überwässerung oder Trockenstress. Und warum mache ich so einen Wind um die Wurzeln? Weil ich weiß, je stärker das Wurzelsystem einer Pflanze ist, desto mehr Nährstoffe kann die Pflanze später im Beet aufnehmen und somit auch mehr Ernte produzieren. Wir schauen uns jetzt also 4 abgefahrene Zutaten an, die die meisten von euch einfach wegschmeißen würden. Diese Zutaten werden unsere Basiserde in eine zarte und krümelige Super-Anzuchterde verwandeln, die mit der teuersten Erde aus dem Einzelhandel locker mithalten kann. Und haltet euch fest, eine dieser Zutaten, die letzte, wird euch definitiv umhauen. Es ist etwas, was ihr sicher schon mal in eurem Garten gesehen habt, ohne zu wissen, was für ein geheimer Superheld es ist. Also bleibt bis zum Schluss dran, um das Wichtigste nicht zu verpassen. Die erste Zutat wird eure Anzuchterde nicht nur auflockern, sondern auch eine Art verzweigtes Abwassersystem in euren Pflanztöpfen zaubern. Dieser Hausmüll zersetzt sich sehr langsam über Monate hinweg und gibt dabei nach und nach Stickstoff ab. Klingt erstmal ungewöhnlich, aber Tierhaare, also Hundehaare oder Katzenhaare, sind kleine, verlässliche Stickstofflieferanten, die eure Keimlinge vor Überschwemmung schützen werden. Die zweite Zutat wird unsere Erde im wahrsten Sinne des Wortes so weich wie ein Federkissen machen. Ihr wisst bestimmt, dass man seine Kissen mindestens alle 2-3 Jahre aus hygienischen Gründen wechseln sollte. Aber bitte, die alten Kissen niemals wegschmeißen. Vogelfedern sind genauso wie Hundehaare langsame Stickstoffspender. Sie benötigen allerdings ein bisschen länger zur Zersetzung. Aber trotzdem ist es kein Vergleich zu Hornspänen, die teilweise erst nach Jahren sich vollständig zersetzen. Damit unsere Anzuchterde nicht nur Wasser ableiten, sondern auch Wasser speichern kann, brauchen wir die dritte Zutat. Diese Zutat fällt bei jedem an, der gerne mit Holz arbeitet. Es handelt sich um Sägespäne oder Hobelspäne, aber keine Panik. Die Dauer der Voranzucht ist nämlich viel zu kurz. So schnell können sich die Späne nicht zersetzen. Das heißt, während der Voranzucht wird die Erde weder sauer, noch wird ihr Stickstoff entzogen. Und später im Beet gleicht sich der pH-Wert mit meinen kleinen Tricks sowieso aus. Also keine Sorgen. Und jetzt kommen wir zu der vierten Zutat, zu der letzten Zutat in unserem Rezept für die ideale Anzuchterde. Apropos Rezepte. Wenn ihr noch mehr selbstgemachte Biodüngerezepte sucht, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei. Dort habe ich bereits eine ganze Sammlung von Rezepten erstellt, also ruhig mal reinstöbern und unbedingt abonnieren, wenn ihr eines der nächsten Videos zum Thema biologische Kampfmittelchen gegen Trauermücken nicht verpassen wollt. Aber zurück zu unserer geheimnisvollen letzten Zutat. Eine Anzuchterde mit dieser Zutat wird sogar den hochgelobten Torf in den Schatten stellen. Dieser kleine Superheld entpuppt sich als wahres Biokraftwerk. Er bietet eine natürliche Heimat für eine Vielzahl nützlicher Bakterien und Pilze, eine Art Mikroorganismenhotel, wenn man so will. Diese winzige Bewohner sind Meister darin, Nährstoffe für unsere Keimlinge bereitzustellen, genau dann, wenn sie am meisten benötigt werden. Und weiß jemand schon von euch, wer dieser kleine Helfer ist, der so diskret und doch so wirkungsvoll unsere Pflanzen zur Seite steht? Es ist Moos. Oft übersehen, manchmal sogar als Feind eines perfekten Rasens betrachtet, doch in Wirklichkeit ein unschätzbarer Verbündeter in unserem Garten. Wenn du darüber genauso überrascht bist wie ich, dann gib diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Das würde mich riesig freuen.
In diesem kleinen Superheld, also im Moos, leben zum Beispiel solche Bakterien, die Stickstoff direkt aus der Luft, also aus der Umgebung binden und unsere Keimlinge damit bedarfsgerecht versorgen können. Und zwar genau dann, wenn sie den Stickstoff benötigen. Aber das war noch nicht alles. Zusammen mit dem Moos bringen wir auch wahre Bodenschätze in unsere Anzuchterde rein. Die Mykorrhizapilze. Sie werden unsere Keimlinge bei der Aufnahme von so einem wichtigen Nährstoff wie Phosphor tatkräftig unterstützen. In der Anzuchterde sorgt Moos zudem für eine gesunde Struktur und gute Durchlüftung, was das Wurzelwachstum fördert und den Mikroorganismen ein behagliches Zuhause bietet. Ich sammle Moos in meinem Garten und achte immer darauf, genug zurückzulassen, damit es sich bis zur nächsten Saison ordentlich regenerieren kann. Natürlich ist Moos ein Naturprodukt. Das bedeutet, wir werden nie genau wissen, welche oder wie viele nützliche kleine Helfer wir tatsächlich in unserem Moos mit in die Erde gebracht haben. Eine Garantie bei Naturprodukten gibt es eben nicht. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und verwende zusätzlich zum Moos aus dem eigenen Garten noch diesen Bodenverbesserer, Ecostern. Ecostern enthält viele nützliche Mikroorganismen, die überall in der Natur vorkommen. Allerdings im Unterschied zum Naturprodukt Moos enthält Ecostern nachweislich viele unterschiedliche nützliche Pilze und Bakterien. Nehmen wir beispielsweise Azotobacter. Auch diese Bakterien fixieren nämlich wie Knöllchenbakterien bei Bohnen und Erbsen den Stickstoff aus der Luft und versorgen damit unsere Pflanzen jetzt bei der Voranzucht, aber auch später im Beet. Ecostern enthält auch einige Stämme von Bacillus subtilis, die eure Anzuchterde desinfizieren werden und die Sämlinge vor Krankheiten schützen werden. Und was auch ziemlich cool ist, Ecostern enthält verschiedene Trichoderma-Arten, die schwer zugängliche Nährstoffe wie vor allem Phosphor in eine Form bringen, die Pflanzen leicht aufnehmen können. Aber auch als Schutzschild gegen Pflanzenkrankheiten hat sich Trichoderma in der Landwirtschaft bereits genauso wie Bacillus subtilis einen richtig guten Namen gemacht. Welche Pflanzenkrankheiten die beiden Mikroorganismen bekämpfen können, habe ich bereits in einem anderen Video erzählt und auch gezeigt, wie man diese Mikroorganismen selbst zu Hause ziemlich erfolgreich vermehren und noch mehr Geld sparen kann. Aber bei Ecostern lohnt es sich schon fast gar nicht, den Aufwand zu betreiben und irgendwas zu Hause selbst zu vermehren, weil Ecostern so unglaublich stark konzentriert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Let's Grow Biogarden der einzige Produzent auf dem deutschen Markt ist, die Konzentration der Mikroorganismen auf der Verpackung tatsächlich angibt. Damit die neuen Erdbewohner, also die Mikroorganismen in unserer Erde gedeihen und ihren Zweck als Nährstofflieferant und Schutzschild erfüllen können, müssen wir die Erde zusammen mit den Mikroorganismen noch etwas reifen lassen, sozusagen. Das heißt, nach dem Anmischen lasse ich die Erde mindestens 7 Tage ruhen, bevor ich mit dem Pikieren oder Umtopfen beginne. In dieser Zeit vermehren sich die Mikroorganismen und verdrängen alle anderen ungebetenen Gäste, wie Schimmel beispielsweise, Wurzelfäule und andere Krankheitserreger. Wenn die Anzuchterde in den richtigen Verhältnissen angerührt wird, klumpt sie, wenn man sie in der Faust zusammendrückt. Und zerfällt sofort, wenn man den Klumpen berührt. Die Konsistenz passt schon mal. Was ist euer Geheimrezept für die perfekte Anzuchterde? Teilt euer Geheimnis mit der Community in den Kommentaren. So können wir uns gegenseitig inspirieren. Also meine lieben Gartenfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr praktische Garten- und Pflanzentipps nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, kostet ja schließlich nichts. Und wer diese Glocke drückt, der wird kostenlos von YouTube benachrichtigt, wenn ich ein neues spannendes Video hochgeladen habe. Also, bis dann, bleibt grün!